Hallo liebe Freunde, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Hallo. Wir stehen hier an einem See bei Leipzig. Zwenkauer See. Zwenkauer See. Zwenkauer See, den zeigen wir euch jetzt mal, den Stellplatz. Wir sind positiv motiviert gewesen von dem Stellplatz, aber dennoch ein wenig negativ überrascht. Nichtsdestotrotz, aber wir zeigen euch den Platz jetzt mal hier im Film. Zurzeit haben wir schön Sonne, wie wir sehen, wir sitzen hier vom Wohnmobil. Die Sonne knallt hier voll rein, wir haben den Markisehausen, wir haben gefühlte 26 Grad. 26 Grad. Wir haben gefühlte 26 Grad. Viel Spaß mit dem Film. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, hier im Hintergrund sehen wir den Stellplatz. Den blenden wir auf jeden Fall mal mit ein hier oben, damit ihr mal seht, wo wir sind und was wir hier für Infos haben zu dem Stellplatz. Den kennen wir noch nicht, der ist ganz neu. Wohnmobile stehen einige da. Einmal 2, 4, 6 Wohnmobile sind wir hier, die jetzt hier stehen. Und Wohnmobilkollegen gehen jetzt hier baden in den Zwenkauer See. Das zeigen wir euch mal, weil wir haben hier am Stellplatz direkt einen Sandstrand. Und hier kann man baden gehen. So schaut das aus. Wundervoll. Mit Sand. Das ist ein ehemaliger Tagebau. Der Tagebau Zwenkau bei Leipzig. Haben wir ja mit eingeblendet. Und den Stellplatz haben wir jetzt hier im Vordergrund. Zwenkauer See. Hier stehen wir mit dem Wohnmobil, genau wenn wir uns drehen um 90 Grad haben wir hier die Wohnmobile und hier haben wir den Zwenkauer See und den Sandstrand. Da kann man wunderbar baden gehen. Jetzt zeigen wir euch mal die Einfahrt. Wir sind von hier oben reingekommen. Von hier sind wir gekommen, reingefahren und dann geht es einmal rechts ab. Und dann haben wir ein Schrankensystem, Karte-Schrankensystem, wie wir es hier haben. Wir ziehen uns eine Karte und dann gehen hier im Hintergrund die Schranken auf und dann können wir uns einen Stellplatz aussuchen. Wir gehen jetzt mal weiter. Der Wohnmobilstellplatz ursprünglich ist ganz hier hinten. Hier hinten ist der Wohnmobilstellplatz, der ist gesperrt. Wir stehen jetzt hier vorn, wie wir sehen kann. Warum der jetzt gesperrt ist in irgendeiner Form, können wir euch jetzt hier nicht sagen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das noch mal mit raus. Wir haben hier einen Hafenmeister und natürlich geeignet auch für Boote, die hier zu Wasser gelassen werden, für den Zwenkauer See beziehungsweise für die Leipziger Seenlandschaft. Hier geradeaus haben wir den Hafenmeister. Hier haben wir die Hafenanlage. Hier kann man sein Boot, seine Yacht zu Wasser lassen. Einmal mit so einem Kran. Ich kenne mich da nicht aus. Und natürlich auch mit dem Trailer, mit dem Bootstrailer, kann man hier sein Boot zu Wasser lassen. Das ist natürlich ideal. Wer jetzt mit dem Wohnmobil und mit dem Boot kommt und möchte hier fahren, ist das natürlich ideal. Und natürlich mit seinem Wohnmobil zu stehen und kann hier die Leipziger Seenlandschaft erkunden. Ja, liebe Freunde, den Stellplatz, den haben wir aus unserem
Stellplatzfilm, den werden wir hier nochmal mit verlinken. Natürlich stimmt hier irgendwie alles nicht mehr so richtig überein. Und zwar stehen wir jetzt hier vom Kassenautomat. Also wir bezahlen jetzt hier für einen Kalendertag 5 €. Das ist okay. Ausgewiesen wurde der Platz mal mit Ver- und Entsorgung und Strom. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal um, ob wir hier auf dem Platz Ver- und Entsorgung finden. Ich zeige euch mal den ursprünglichen Wohnmobilstellplatz, beziehungsweise warum die den zugemacht haben, wissen wir nicht. Aber dass der Stellplatz zu ist und wie der Stellplatz ursprünglich ausschaut. So, liebe Freunde, hier haben wir ein Schild. Da steht Parken verboten, Halteverbot und Einbahnstraße und weiß was ich nicht alles. Und hier ist ein Gitter davor. Das ist der ursprüngliche Wohnmobilstellplatz. Warum das so ist und wieso, können wir euch jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht so wirklich sagen. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt hier mal kundig machen, beziehungsweise mal schauen mit der Ver- und Entsorgung und mit dem Strom. Natürlich ist hier die Aussicht wundervoll. Wir haben hier direkt einen Blick auf den Zwenkauer See. Hier haben wir jetzt großflächig, wir sehen es im Hintergrund, überall Stellflächen. Wenn ich mal zusammenzähle, ich würde so sagen, na, es geht bis hier hinter. Die Ecken rechts und links, ich würde mal sagen ca. 30 bis 40 Stellplätze für Wohnmobile. Im Hintergrund haben wir den Freizeitpark Belantes. Wem das was sagt, der ist genau hier drüben, der Freizeitpark Belantes, hier dahinter und die A38. So, hier haben wir den Hafen mal von der anderen Seite. Der Hafen ist angeordnet in einem geschlossenen U mit einer Hafeneinfahrt. Und somit haben wir hier ideal den Überblick über den gesamten Hafen am Zwenkauer See. Und Entsorgung haben wir nicht gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass das hier drüben beim Hafen meist zu finden ist. Jedoch, da wir sind ja autark und da macht uns das nichts aus. Wir stehen natürlich hier wunderbar, super. Ich zeige euch das mal. Schaut euch das an. 6 Reisemobile sind wir jetzt hier im September. Wundervolles Wetter. Bester Untergrund ist auch relativ gerade. Also wir sehen es hier, wir haben hier mit unserem Wohnmobil kein Problem. Wir können das mit der Luftfederung ausgleichen. So, meine Frau geht in die Bar. Ach nee, meine Frau will es essen. Meine Frau macht das Essen. Was gibt es heute zu essen? Hier, liebe Freunde, hört das? Was Schönes. Da fragt noch, was gibt es heute zu essen? Was Schönes. So, was gibt es heute? Oh, das riecht gut. Oh, das riecht ja lecker. So, liebe Wohnmobilfreunde, das Problem ist geklärt. Die Sperrung von dem Stellplatz ist weg. Die Ursache war gewesen, dass die Betreiber von dem Stellplatz die Parzellierung mit Farbe frisch gestrichen haben und natürlich demzufolge kein Wohnmobil hier drauf fahren durfte. Der Wohnmobilstellplatz, wie wir euch ihn hier gezeigt haben, haben wir ja am Anfang gesagt, dass der mit Ver- und Entsorgung ist, mit Toilette und Dusche und so weiter. Im Grunde genommen ja, aber auch wieder für uns als sagen wir mal erfahrene Camper nein. Warum? Zu einem, wir haben hier, zeig's mir, die Dusche hier hinten. Das sind ungefähr von unserem Wohnmobil, wie wir jetzt hier stehen, ca. 100 Meter
ist ein Duschcontainer, der gehört der Stadt Zwengau und der gehört zum Bad. Der hat 24 Stunden geöffnet, wird einmal am Tag gereinigt. Da hat man Toiletten und Duschen. Somit ist hier die Abdeckung von Duschen und Toiletten gewährleistet. Ob das natürlich auch für den Wohnmobilstellplatz gilt? Jein. Es wird mit genutzt, wird auf jeden Fall in naher Zukunft abgeändert. Auf dem Stellplatz eine Ver- und Entsorgung genau das gleiche. Jein. Das ist ein Yachthafen und die Yachten, die hier anlegen, haben natürlich auch eine Versorgung und eine Entsorgung. Und die haben wir hier im Hafen, auch wieder hier im Hintergrund, wie wir sehen können. Hier, wo dieser Einlegekran ist, da haben wir diese Ver- und Entsorgung. Da kann man Toiletten regulär entsorgen, dann bekommt man auch Frischwasser. Problem hierbei ist, dass teilweise die Verbindungsstücke nicht passen für uns Wohnmobillisten zu diesem Yachthafen. Kann man probieren? Okay. Das nächste ist Strom zu diesem Stellplatz. Strom liegt hier drüben an. Man kann sich auch anstecken, ist im Preis inklusive. Wir bezahlen hier für einen Kalendertag 5 € und da ist das alles inklusive. Das ist natürlich schon ein super Preis, wird sich aber in naher Zukunft ändern, weil dieser Stellplatz ursprünglich in diesem Zustand, wie er jetzt ist, nicht geplant wurde. Hier hinten liegen Rohre. Es wird natürlich in naher Zukunft hier Stromsäulen errichtet werden. Somit ist der Stellplatz für mich jetzt generell ohne Ver- und Entsorgung und ohne Strom. Man kann natürlich fragen, wie wir das getan haben, den Hafenmeister, ob hier eine Möglichkeit besteht. Das wurde uns bejaht, aber es ist generell nicht möglich, dass wir hier in Zwengau auf dem Stellplatz eine Ver- und Entsorgung betreiben kann und dass natürlich Strom da ist. Egal, wo ihr diesen Stellplatz jetzt findet, es stimmt nicht überein, was in den Apps über diesen Stellplatz jetzt hier hinterlegt ist. Deswegen korrigieren wir das noch einfach mal. Es ist aber ein super Platz. Wir stehen direkt hier am See. Es ist eine ruhige Lage. Wir haben hier zentrale Anbindung im Ort, ca. 200-300 Meter. Das war es ganz einfach mal zu der Neuerung. Ich habe mit dem Hafenmeister mal geredet, auch mit dem Stellplatzbetreiber, weil das Territorium, wo der Stellplatz hier ist privat und hier drüben alles, der Rest ist alles öffentlich, dort gehört der Stadt und die Stadt ist auch für die Duschen, für die Toiletten verantwortlich und für den Rest alles hier der Hafen. Okay, wir sehen uns, bis gleich. Wetter. Bis gleich. Wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Ciao!